Das ist die Vanessa. Die Vanessa ist tatsächlich leider schwer krank. Das Ganze schon sehr lange, aber sie hat einen Traum. Sie möchte mit einem Wohnmobil einmal die Seidenstraße langfahren. Und das in der jetzigen Zeit. Ja, grüß dich, Vanessa. Wir sind tatsächlich hier in Norddeutschland. Darfst das Handy ruhig mal ablegen. Wir haben das mal gezeigt. Das ist hier so ein Handout für die Presse. Das Ganze muss ja finanziert werden. Du bist jetzt wie alt, Vanessa? 32. 32. Und du kommst aus Hamburg, gell? Genau, Norddeutschland, ja, Hamburg. Wo da aus Hamburg? Eidelstedt. Okay. Aber wir wohnen in der Lüneburger Heide. In der Lüneburger Heide. Du bist also Ur-Hamburgerin. Du hast so was ganz Tolles. Können wir mal zeigen. Was ist das? Mein Glücksschweinchen, das habe ich von meinem Freund bekommen, weil das Schweinchen mir immer Glück bringen soll bei den ganzen Arztterminen. So, ich habe gesagt, wir drehen sowieso hier gerade und komm, wir treffen uns mal ganz spontan. Du hast mich heute Nacht angeschrieben. Du willst einmal praktisch durch die halbe Welt. Ich bin da lang geflogen. Ich war tatsächlich nicht in Fukushima. Ich war jetzt letzte Woche in Japan. So, da willst du hin, nach Japan. Du willst aber nach Fukushima. Es hat wahrscheinlich einen Grund. Genau, weil in Fukushima ist ja... Scheiße. Sag's. Nee, kannst ruhig sagen. Die Atomkraftwerk explodiert. Genau. Und da sind ja ganz viele Kinder, Erwachsene, alle Menschen an Krebs erkrankt. Und da möchte ich gerne was spenden und helfen. Und das ist halt so ein großes Ziel von mir, halt darauf aufmerksam zu machen, dass, Du hast ab und zu mal Wortfindungsstörungen. Genau. Ist das schon lange so, oder? Ja, seit extrem schlimm, seit der zweiten Diagnose mit meinem Gehirntumor, den ich am 18.01. diagnostiziert bekommen habe. Dieses Jahr? Ja. So, und du hast das erste, den ersten Tumor bekommen mit 19, oder? Nee, meine erste Krebsdiagnose habe ich 2015 bekommen. 15. Non-Hodgkin-Lymphdrüsenkrebs, da war ich dann... Was, welcher? Non-Hodgkin-Lymphdrüsenkrebs. Da war ich dann 2 Jahre ungefähr in Behandlung. Dann habe ich 3,5 Jahre geschafft, gesund zu sein. Und dann fing das alles wieder an mit, dass meine Werte schlechter wurden, ich Ausschlag bekommen habe, schlapp wurde, müde wurde, alles. Und dann haben sie Leukämie diagnostiziert im kleinsten Stadium. Dann habe ich noch Metastasen in der Lunge bekommen, in der Wirbelsäule und meinen ersten Gehirntumor und jetzt am 18.01.2024 meinen zweiten. Na, herzlichen Glückwunsch, kann man nur sagen. Sag mal, was ist denn das für ein Feeling? Ich hatte mal irgend so einen Schenkelblock im Herzen und dann dachte ich mir, morgen bin ich tot. Haben die irgendwie festgestellt, haben sie gesagt, ach, das ist irgendwie ein Linksschenkelblock, ist doch nicht so schlimm. Aber die eine Nacht habe ich gedacht, mein Leben ist zu Ende. Was ist denn das, wenn du Krebs kriegst? Denkst du da, kannst du dich noch daran erinnern, wie beim ersten Mal? Bei meiner ersten Krebsdiagnose ist mir der Boden unter die Füße zusammengefallen und ich habe einfach nur geweint und wollte das nicht realisieren. Und bin dann tatsächlich einfach rausgegangen beim Arzt und der hat mich dann später nochmal angerufen, wie wir jetzt weiter vorgehen wollen, wie die Therapiemöglichkeiten stehen und genau. Aber es war, ja... Wie hat er es rausbekommen? Zufällig, oder? Nee, ich habe dann ein halbes Jahr getestet. Also ich war bei einer Ärztin, weil ich einen riesengroßen Ausschlag hier an der Seite hatte. Da habe ich mich auch tätowieren lassen. Okay. Und das war so groß, dass meine Hausärztin gedacht hat, ich habe Windpocken. Dann war ich erstmal wegen Windpocken in der Quarantäne, kann man das so sagen. Ja. Und dann war ich meinen Ex-Freund immer besuchen unten in München, weil er da stationiert war. Und dann bin ich irgendwann in einem Zug ohnmächtig geworden. Und dann wurde... Du bist umgefallen, oder? Genau. Und dann hatte ich Glück, dass ich glaube, das war ein Notarzt oder Polizist, ich bin mir leider nicht mehr sicher, kurz vor Hamburg und dann wurde ich eingeliefert ins UKE und da haben sie das dann rausgetestet. Aber ich habe vorher erstmal ein halbes Jahr rumgedümmelt damit. Das heißt, die Verfärbung, war das ein Ausschlag? Ja. Das war schon der Krebs, oder? Nee, also das war ein Zeichen, dass mein Immunsystem sehr schwach ist und sonst hat sich dann hier alles angeschwollen, hier unter der Brust. Und da haben sie das dann rausgefunden. Und durch die Blutwerte. Ja. Was hast du gemacht da zu dem Zeitpunkt? Warst du am Studieren oder hast du eine Ausbildung? Nee, ich wollte gerade meinen Realschulabschluss machen, weil ich gerne Bautechnik machen wollte, weil ich Kranfahrerin werden wollte. Echt, du hattest also deinen Lebensplan, da war alles schon gezeichnet? Genau. Und dann kam die Krebsdiagnose, 2 Jahre Behandlung. Was war das nochmal für ein Krebs? Also du hast eben so einen Namen gesagt. Non-Hodgkin-Lymphdrüsenkrebs war das. Also die Lymphdrüsen sind, zeig mal ungefähr wo sind die? Hier da war es angeschwollen und hier. Und da.
Da sind die Drüsen. Das ist besonders doof, weil, glaube ich, die verteilen sich besonders schnell, oder? Ja, und das ist eine Krebsart, die ganz viele junge Menschen leider bekommen. Ja. Weiß man, warum du das bekommen hast? Nein, aber ich denke, das hat vielleicht mit früher was zu tun, weil die Psyche auch nicht ganz gesund ist. Also ich denke, dass so, also jeder hat ja irgendwie Krebszellen in sich und bei manchen brechen das aus, bei manchen nicht. Aber bei mir denke ich, weil meine Psyche selber auch vielleicht noch zu kämpfen hatte und dann ist sie ausgebrochen, aber 100%. Man weiß es nicht. Was war denn da? 2 Jahre Behandlung, was machen die denn da? Gibt es da Tabletten oder? Ich habe Chemotherapie bekommen und Bestrahlung bekommen und war auch im Krankenhaus ganz lange. Aber was heißt Chemotherapie? Sind das Tabletten oder Nein. Infusionen? Oder? Infusionen, richtig. Infusionen. Ja, genau. Du hattest dann 3 Tage Chemo, dann wurdest du durchgespült, dann hast du auch zwischendurch Blut bekommen, dann hattest du wieder Chemo. 10 Tage, ja. Und dann. Da warst du 9 Jahre. Du bist jetzt, wie alt bist du? 32. 32 minus 9 sind 23. 23, ja. 23. Krass. So, jetzt muss ich sagen, ein Bekannter von mir hatte einen Gehirntumor, der hat 3 oder 4 Jahre oder 5 Jahre sogar hat das geschafft. Beim ersten Mal wurde er dann entfernt. Das hat gut funktioniert. Der letzte ging einmal in die andere Richtung. Also der ist nicht nach außen gewachsen. Der Gehirntumor, wie macht sich der denn bemerkbar? Der Glioblastom, also ich nenne ihn immer Clio, weil das sich niedlicher anfühlt. Der macht leider bei mir Sehstörungen. Also ich sehe bei dem Auge manchmal nur die Hälfte. Und hier wimmert das so, wie wenn man Migräne, glaube ich, ganz schnell hat. Dieses, genau, oder diese weißen Sternchen, kennen ja vielleicht einige. Die ganze Zeit? Nein, immer nur ab und zu. Und ich habe leider dadurch Wortfindungsstörungen. Und das heißt, der drückt auf Teile des Gehirns? Ja. Und Krebs ist so, der wächst unaufhörlich, oder so muss man sagen? Leider ja. Leider ja. Krass. Und was haben die denn gesagt? Die Eltern, hast du guten Kontakt zu deinen Eltern? Nein. Wenig, aber du selber warst dann ganz alleine mit der Geschichte erstmal, oder hast du da Halt gefunden irgendwo? Durch meinen Partner habe ich tatsächlich ganz viel Halt gefunden und durch meine beiden Wuffis. Mein großer Hund ist tatsächlich als mein Therapiehund eingetragen und durch die beiden habe ich einen sehr, sehr großen Halt und finde die Stärke, immer wieder weiterzumachen. Und Darf ich dir ehrlich was sagen? Du bist der erste junge Mensch, der Krebs hat, mit dem ich mich je unterhalten habe. Ich glaube, dass das Thema in der Öffentlichkeit wird ja viel auch darüber geredet, aber ich nehme an, du warst dann auf den Krebsstationen, da hast du ja viel mit Leuten, auch wahrscheinlich jungen Leuten zu tun gehabt, die das auch hatten. Ist das Leben dann vorbei mit der Diagnose zunächst mal? Bei manchen leider ja, aber dann, ich habe ganz viele durch die Erstdiagnose und durch die Diagnose jetzt ganz viele kennengelernt und wenn es denen mal nicht schlecht geht, dann bringe ich denen mal was Schönes mit, einer Blume oder sowas und dann haben sie wieder ein Lächeln, aber viele haben halt Angst, dass wenn du Krebs bekommst, dass du halt dann stirbst, aber es muss nicht, wenn du Krebs hast, muss es nicht heißen, dass du gleich stirbst, sondern du hast trotzdem noch ein wunderschönes Leben und kannst was Schönes daraus machen. So, und das hast du vor. Wir können mal gerade ein paar Fotos zeigen. Das ist einer von deinen Hunden. Ist das der Therapiehund? Ja, das ist Emma. Sie ist 6 Jahre alt. Genau, wenn du mal gerade mal eins weiter drückst, sei mal so lieb, dass wir das sehen. Das bist du. Was ist das für eine Situation? Da wurde ich, ich glaube, das ist eine Woche alt gewesen, wo ich aus der Lunge mir Wasser rausgezogen wurde. Das auch noch? Ja. Warum ist da Wasser in der Lunge? Die sammelt sich da an und damit sich also beim Tumor sammelt sich da ringsrum Wasser und also bei den Metastasen und das wird dann rausgezogen, damit ich problemfrei atmen kann. Der Tumor ist in der Lunge? Ja, ich habe Metastasen in der Lunge. Metastasen in der Lunge und die wachsen auch unaufhörlich? Ja. Und da kriegst du Bestrahlungen und kriegst Infusionen auch noch, wie immer noch? Gerade nicht mehr, nein. Gerade nicht. Ist einem denn, ich habe nur gehört, da wird einem sehr schlecht dabei. Bei der Bestrahlung? Ja. Also ich finde persönlich Bestrahlung besser als die Chemo. Also Chemo-Infusionen mag ich überhaupt gar nicht, weil du bist dann wirklich tagelang ausgenockt. Und Bestrahlung gehst du halt rein beim Arzt, meldest dich an, dann geht das eine halbe Stunde, 3/4 Stunde, bist du wieder raus und mit allem drum und dran. Und dann, klar, du musst dich ausruhen, aber ich verkrafte das besser als die Chemo. So, jetzt werden die Leute fragen, wenn du hier so eine lange Reise vor dir hast, warte mal gucken, ob es zu ist. Ich muss es einmal kurz öffnen mit meinem Finger. Jetzt haben wir so lange geredet. Es ist zu, das ist die Reiseroute. Da kannst du ja nicht alleine fahren. Es kann ja immer irgendwas passieren. Darfst du noch Auto fahren offiziell? Eigentlich offiziell nein, aber ich liebe Autofahren.
ich hab's schon befürchtet. Jetzt gibt es ja Länder, da ist es vielleicht nicht so schlimm, aber es passieren jetzt noch keine Knockouts oder so, dass du während der Fahrt irgendwie, also das, klar. Sag mal, du hast starke Unterstützung, dein Freund ist Polizist, ja. Das heißt, er hat auch gute Manieren, die werden einem da beigebracht. Wie habt ihr euch kennengelernt? Durchs Internet. Echt? Also ganz, ja, wie man sich heute tatsächlich so kennenlernt, ja. Aber es hat gleich sofort gepasst und seit Tag 1 sind wir halt zusammen, ne? Cool, warte mal, ich geb dir mal ein bisschen mehr Brennweite. So, dann bist du ein bisschen größer gleich, weil ich immer noch mit meinem Weitwinkel arbeite. Ja, coole Tour. Ich zeig mal gerade. Also das ist hier, ich kann mal ein bisschen nach oben gehen. Es geht los in Hamburg, geht dann nach Polen, das ist ja nicht so weit weg von Hamburg. Dann Tschechien, Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Türkei einmal quer durch. Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan, Kasachstan, China, Laos, Kambodscha, Thailand, Vietnam, Hongkong, da war ich jetzt letzte Woche, Peking, Shanghai, Südkorea und Japan, Fukushima. Reise wird wie lange dauern? Was denkst du? Geplant ist durch Instagram und YouTube und alles, weil ich das ja alles bedienen muss, weil wir ja auch Sponsoren, beziehungsweise ich gründe gerade noch einen Verein, halt, wir suchen halt auch noch Sponsoren. Deswegen ist ein Jahr tatsächlich eingeplant, auch wenn ich vom Arzt gesagt habe, 6 Monate bis zu einem Jahr habe ich nur noch, aber trotzdem ein Jahr. Nochmal, deine Lebenserwartung wurde dir vom Arzt wann? Am 18.01. Am 18.01. hat er gesagt, ein halbes Jahr bis wie viel? Ein Jahr. Ein Jahr. Mhm. Aber ich werde länger leben. Du kriegst vom Arzt eine Lebenserwartung mitgeteilt. Ja. Wie schlimm. Ich meine, wir werden alle sterben, keine Frage. Aber wenn man weiß, du kriegst so eine Art, wie eine Wurst, so ein Mindesthaltbarkeitsdatum und so weiter. Aber das, ich sag mal, ist der Wille kann Berge versetzen, was denkst du? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe schon einiges leider in meinem Leben durchgeschehen, habe es aber immer wieder geschafft und ich lache einfach jeden Tag immer und mache jeden Tag das Beste aus meinem Leben. Wenn ich jetzt mal Lust habe auf einen schönen Kaffee von Starbucks, dann hole ich mir den, dann gönne ich mir den. Ich sage jetzt nicht, nein, ich habe da jetzt für kein Geld, sondern ich mache es, weil ich das einfach haben möchte. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man auch für sich selber was tut, ne? Ist das Leben dann teuer als Krebskranker? Wird das teurer? Ja, warum? Weil du dich ja gesund ernährst musst. Also du kannst dich na klar weiterhin von einem anderen ernähren, aber wenn du dich gesund ernährst, die Himbeeren sind ja gegen den Krebs. Himbeeren kosten gerade 3, 4 Euro oder auch 5 Euro. Das ist schon Heidelbeeren und das alles, ja. Schwarzkümmelöl ist auch wahnsinnig teuer. Und dann nehme ich noch hier Löwenmähne, das ist gegen Konzentration und alles. Also ich mache so ein Mittelding zwischen als Pharma und Naturheilkunde. Ja. Krass. So, du hast mich angeschrieben, hast gesagt, kannst du das mal ein bisschen pushen? Habe ich gesagt, mache ich gerne. Wir kennen ja viele Leute. Also du hast schon mit den ersten Leuten mal Kontakt aufgenommen. Da geht es darum, du brauchst ja ein Auto. Das Ganze wird bezahlte Sponsorengelder. Hast dich da mal ein bisschen umgehört. Das soll ja eine Reise werden, wo du dann quasi mehr oder weniger, gut, du wirst ewig leben, hast du noch gesagt, aber ja, gehe ich mal. Stimmt doch. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du das sagst, wird es so eintreffen? Also meine Erfahrung ist, Dinge, an die man wirklich glaubt, werden passieren. Das ist fest so. Und auf jeden Fall wird passieren, dass du fährst. Da bin ich fest von überzeugt, oder? Das ist mein großes Ziel jetzt, ja. Ich stehe jeden Morgen auf und sage so, wow, am 1.6. möchte ich los. Am 1.6.? Ja. Ja gut, du hast ja nicht mehr so viel Zeit. Ja. Genau. Laut Arzt, ja. Genau, also am 1.6. geht es los und jeden Morgen, wenn ich aufstehe, habe ich immer so ein Kribbeln im Bauch, im Herzchen, überall. Alles ist so glücklich und ich habe einfach mehr positive Energie seitdem. Ich hoffe sowieso, also durch diese Reise weiß ich, der Krebs wird halt nicht weggehen, aber er wird stabil werden, weil es einfach in den ganzen Ländern da so entspannt, ruhig ist. Der Buddhismus und so, alles sehr interessant und ich war in allen Tempeln, wenn du da bist. Guck dir mal eine Doku an, die wir bis dahin laufen. Also, du brauchst gar einiges. Du hast einen Plan aufgestellt, bitte fahr mal durch. Da steht alles drin, was du so an Geld brauchst. Bewusstsein, Solidarität, Inspiration. Geh mal einen Schritt weiter. Also die Ziele kann man sich demnächst auf der Webseite angucken. Detaillierte Sponsoring-Auktionen. Also es geht los, du brauchst Geld, insgesamt über 100.000 Euro. Genau, wir haben eingeplant 100.000 Euro, weil da alles drin ist. Da sind die Impfungen von mir drin, die Impfungen von den 2 Wuffis, also es kommen ja 2 Wuffis mit. Und das Auto ist da drin, Sprit ist da drin, gegebenenfalls auch mal. Denn auch wenn ich einen ausgebauten Van habe, willst du doch auch mal
in ein entspanntes Hotel zum Beispiel schlafen, richtig duschen oder so. Ne? Sowas ist da auch drin. Dann sind da meiner Meinung nach, glaube ich, auch Geschenke drin, weil ich in jedem Land auf eine Krebsstation gehen möchte oder in eine Krankenstation und den Menschen da auch noch was Gutes tun möchte, weil ich lasse jetzt auch gerade Hoodies bedrucken, T-Shirts und vor allem Mützen, das ist so mein Markenzeichen und die möchte ich da auch verschenken und geben und den Pflegern, weil ich selber früher in einer demenzkranken Pflegestation gearbeitet habe und den Pflegern möchte ich gerne auch was zurückgeben. Das ist, glaube ich, auch da schon drin. Essen ist da drin, Sprit ist da drin, also alles. Kompletti, Tutti ist alles die 100.000 €, ja. Das heißt, du willst Leuten genau die Visa, die du hast, das Auto und so weiter und so fort. Klingt jetzt erstmal viel Geld, aber ihr seid ja auch ein Jahr unterwegs. Ich glaube, wenn Leute wirklich eine Jahresreise machen, da kannst du dir so Templates sogar aus dem Internet, gibt es ja Gruppen, die das alles aufzählen. Das ist nicht so weit hergeholt. Wenn du ein Jahr lang dich ausklingst, dein Freund ist ja Polizist, der wird sich ein Jahr lang beurlauben lassen, der kriegt ja da kein Geld während der Zeit. Nee, kein Cent, weil er nicht vorarbeiten konnte. Und deswegen sind da auch Krankenversicherungen drin. Für ihn, für mich, für alles. Also alles wirklich. Und in China musst du tatsächlich einen Guide mit bei dir haben und der kostet 180 € pro Tag. Also weil ich gerne oben beim Himalaya-Gebirge reinfahren möchte. Und ich habe halt gesagt, wenn man schon da unten ist, kann man ja auch nach Thailand nochmal eben durch. Deswegen fahren wir zweimal nach China rein. Also müssen wir zweimal Guides holen und das sind dann pro Tag 180 €. Du hast so ein Markenzeichen Öhrchen. Ja. Da würde ich dich mal bitten, die mal zu erklären. Was haben die auf sich? Durch meinen Tumor im Köpfchen finde ich manchmal ganz schnell wenn zu viel um mich herum passiert, dann wird mir das zu viel, dann setze ich die auf und alles ist wieder ruhig. Und es wärmt das, also es ist sehr wärmig, wenn ich auch Kopfschmerzen habe. Und Sag mal, die haben dich schon operiert im Kopf, oder? ja, aber nur Wasser abgezogen, weil der Tumor ist inoperabel, also ist nicht operierbar. Ist der mitten im Gehirn, oder? Ja. Oh, scheiße. Also Gehirn da und Tumor Gehirn da. liegt da. Zeig mir nochmal. Also Gehirn da bei den Haaren und Tumor liegt daneben halt. So viele werden jetzt sagen, das ist aber, wenn du die gerade nochmal abnimmst, deine Öhrchen, weil du sagst, es ist so still, du kannst mich trotzdem hören, ne? Ja, klar. Viele Leute werden jetzt sagen, ich meine, wir lachen hier, wir machen Scherze, du bist ja nicht tot, du bist nur krank. Das ist ja, muss man auch dazu sagen. Und du kannst ja an deiner Situation im Moment nichts ändern, weil viele dann sagen, wie kannst du nur so mit der reden? Ich glaube, man muss sich als ganz normalen, lustigen Menschen sehen. Ja. Ist das falsch, was ich mache? Dass ich so eher... Nein, du machst das genau das Richtige, weil so gehe ich auch mit den anderen Menschen um, die ich dann im Krankenhaus kennenlerne. Wenn die traurig sind, lache ich auch mit denen und denen geht es dann einfach besser. Du kannst ja nicht, nur wenn man krank ist, heißt das doch nicht, dass man in der Ecke sitzen muss und die ganze Zeit weinen möchte. Und das möchte ich halt durch meinen Verein, den ich ja auch gerade gründe, auch vermitteln, dass das, egal ob du psychisch krank bist, krebskrank oder MS, also es gibt ja so Unmengen viele Krankheiten, dass es nicht... Also, dass du nie aufgeben sollst. Das ist einfach, jeden Tag ist wunderschön und Lachen ist sowieso die beste Motivation. Das heißt, also die Sponsoren kriegen A, natürlich eine Reputation, ja. B, kriegen sie jeden Tag schon ihre Posts. Das heißt, ich werde immer erfahren, wo du bist. Ja. Wie machst du das mit dem Internet? Starlink oder was? Habe ich überlegt, kostet aber, glaube ich, 500 € im Monat. Ja, ich glaube 300 oder 500. Ja. Wir haben jetzt einen Kontakt, also ich habe auch schon einen Bericht bekommen beim Mittelstand und die haben mir einen Kontakt geholt zu Telekom. Mal gucken, vielleicht können die da irgendwas machen. Ansonsten Starlink, ja. Also wir werden die Geschichte mal schnell ausstrahlen, weil es ist so, wir schauen uns mal ein paar Fotos an. Komm, dass wir das mal sehen. Also das bist du. Das bist du auch? Ja, da war ich tatsächlich nach einer Nachkontrolle beim Arzt, hat der gesagt, Vanessa, trinke immer schön viel warme Sachen und dann habe ich mir erstmal einen Kaffee geholt. Ja, das ist so ein typischer Sonntags, ne? Das ist Emma, meine Größe, die ist 6 und das ist Teddy, die ist 2 Jahre alt. Was sind das für Hunde? Emma ist Rottweiler Pocket Bully und Teddy ist Rottweiler Old English Bulldog. Ich glaube, da brauchst du keine Angst zu haben. A, hast du natürlich einen Polizisten dabei. Schusswaffen hat er keine dabei. Nee, er nickt. Die brauchen wir, glaube ich, auch nicht bei den Tieren. Aber du hast grundsätzlich ja keine Angst. Ich glaube, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Genau, ja. Schlimmer kann es nicht kommen. Also Angst habe ich noch nie gehabt, weil ich früher auch Leistungsschwimmen gemacht habe. Und dadurch war es sowieso schon überall kreuz und quer in Deutschland. Aber nein, Angst. Hast du viele Freunde eigentlich?
Leider nicht mehr. Nicht mehr. Haben die sich verabschiedet nach der Diagnose oft? Ja, aber durch die Erstdiagnose schon. Aber jetzt durch die Zweitdiagnose, weil wir am 18.01. dann auch einen GoFundMe-Link erstellt haben, haben sich wieder einige gemeldet und es ist wieder ein bisschen enger, aber man merkt leider schon, dass viele leider damit nicht umgehen können und das finde ich schade. Aber ich will zeigen, dass jeder Mensch ist, egal wie krank du bist, er ist ja immer noch einzigartig und schön. Soll ich dir mal ehrlich was sagen? Ich habe immer so eine Geschichte gesucht, wo einer sagt, ich will, dass sich irgendwas verändern kann im Leben und dass ich nicht irgendwie eine Schrift bin auf dem Grabstein irgendwann mal, sondern dass sich die Leute vielleicht daran erinnern, was ich getan habe. Ja. Und ich glaube, mit so einem Gehirntumor, wie groß ist der mittlerweile, weißt du es? Der erste, der war jetzt, ich glaube, 2,8 und der kleine, also der neue, ist jetzt erst 0,8. Und das kann ja alles schon sehen, ja. Das ist durch die Metastasen wahrscheinlich, kam die. Krass. So, das sind deine, wie nennst du die Wauwis? Emma und Teddy. Ja. Also Teddy sah früher aus wie so ein Teddybär. Eigentlich wollte ich sie Uschi nennen. Uschi? Ja. Ja, ich habe auch 3 Hunde. Ich hab drei Windspiele, so kleine, weißt du, und die sind ja groß, muss man sagen. Das stimmt. Also Teddy wiegt jetzt 45 Kilo und Emma 33. Ja, ist interessant, weil nämlich Hunde viel öfter, gerade große Hunde, kriegen ja auch Krebs. Und da kommen witzigerweise die Leute dann öfter mit Krebs in Verbindung. Genau. Und das ist genauso hart, glaube ich, weil das ist ja ein Familienmitglied. Ja. Alter, der Welpe. Ja, da war sie noch ein Welpi, ne? Die Teddy. Aber Teddy ist jetzt 2 Jahre. Am 14.02. ist sie 2 geworden. Oh, ist sie goldig. Und die Zeichnung? Sogar mit, kannst du sehen. Da ist dabei? Ja, beide, die sind immer bei mir. Okay, cool. Emma darf ja auch mit zu den Ärzten rein. Teddy noch nicht. Teddy wollte ich eigentlich ausbilden. Aber 15.000 € ist eine Menge für einen Therapiehund. Machen wir nächstes Bild. Mal ein bisschen gucken. Da sind die Hundis. Die beiden hatten vor 2 Jahren Hundemalaria leider. Und dann waren beide 2 Wochen, glaube ich, in Hannover in der Tierklinik. Und da habe ich sie ein bisschen bemuttert danach. Weil Teddy war da, glaube ich, jetzt 11 Wochen, 12 Wochen alt, 13 Wochen. Also noch recht. Du hast heute noch ein Interview gegeben, gell, oder? Heute oder gestern? Vorgestern. Vorgestern, bei wem? Mit Bild der Frau. Ja. Und wo wir eben zu dir hingefahren sind, habe ich das nächste Interview. Mit wem war das? Mit der Bild habe ich jetzt. Bild. Ja. Also ich kann dir, Sonntag haben wir das. Ich kann dir aber eins sagen, die Geschichte, ich finde die super, weil, mach mal eins weiter bitte, dass wir das mal sehen. Oh krass, was ist das denn? Genau, da wurde mir aus dem Gehirn Wasser rausgezogen, also aus dem Kopf. Tut das weh? Ja. Ist das mit Vollnarkose, oder? Ja. Immer wenn ich nach Vollnarkose aufwache, rede ich auch ein bisschen wirres Zeug, so wie jeder das macht, ne, wenn er operiert wird. Also das ist dann immer. Also ich bin am liebsten werde ich nicht operiert. Also ich habe mal, was hatte ich denn alles? Ich war irgendwie 2-mal unter Vollnarkose. Einmal Blinddarm, einmal irgendwie ein Bein gebrochen. Bei mir auch, beim Rhönrad. Bin ich aus dem Rhönrad gefallen und habe mir auch ganz schwer das Bein gebrochen und dann. Vollnarkose. Ja. Ja, bei mir war. So, das heißt, die haben das rausgeholt. Genau. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Die gehen aber nicht an die Stelle von dem Tumor. Nein, die gehen dann irgendwo rein und lassen Wasser ab. Raus, genau. Ist das jetzt immer noch, dass der Druck jetzt dadurch besser ist? Oder? Ja. Okay. Und auch, ich nehme ja Chemo mit Methadon und dadurch ist es auch besser geworden schon, ja. Ist das dämpfend, Methadon? Ja. Ja. Er soll ja auch den Krebs eindämmen und auch schmerzlindernd sein, ne? Das ist also, seitdem ich das nehme, auch wenn das ein Drogenersatzpräparat ist, geht es mir aber viel, viel besser. Sag mal, Schmerzen. Hast du viele Schmerzen? An manchen Tagen, ja. Da liege ich wirklich nur tagelang im Bett und kuschel mit Emma oder mit Teddy. Aber ich weiß, die müssen trotzdem raus. Dann gehe ich raus, eine halbe Stunde und mir geht es wieder richtig gut. Aber es gibt auch, wo ich dann tagelang mich übergebe oder so, ja. Leider ja. Krass, das ist... Aber dafür habe ich auch Wärmepflaster, Millionen Wärmeflaschen um mich herum, so ein Wärmegürtel und sowas. Schmerzmittel, ja, aber... Ist die Betreuung gut? Warst du privat versichert? Hast du eine Zusatzversicherung? Warst du normal Kassenpatient? Wirst du gut behandelt bei der Krebstherapie? Okay, anderes Thema. Sehr schön, mach mal weiter. Dann mal zeigen. Da waren wir
in Österreich, glaube ich, weil wir immer, wo Teddy eine Woche, also immer sonntags haben wir immer ein Foto gemacht, damit wir sehen, wie groß sie wächst. Genau, das war nach meiner Erstdiagnose, wo ich dann wieder gesund war, rein theoretisch. Sag mal, man spricht ja eine gewisse Zeit, wenn man nichts mehr hatte. Wie viel? 5 Jahre? Und du hast wie lange geschafft? 3,5, knapp 4, ja. Hat man das denn schon vergessen, so ein bisschen? Ja, komplett. Ich war wieder im Berufsleben drin, alles. Ich hatte einen Hund, einen neuen Partner, wir waren am Reisen, wir haben viel gereist. Ich habe meinen Tauchschein gemacht, wir haben eine Rundreise um Europa gemacht, waren in der Ukraine, überall. In Tschernobyl, ja. Ich habe das Leben genossen. Und dann ist der Schlag erneut reingekommen. Ja, machen wir weiter. Genau, das ist wieder ein Bild, wo sie mir Wasser rausgezogen haben. Ist es oft passiert? Oder? Mit dem Wasser, das haben sie am Anfang regelmäßig gemacht. Alle 6 Wochen, 8 Wochen. Hast du so starke Sommersprossen? Oder? Nein, die habe ich mir gefilmt. Aber sonst doch eigentlich, wenn die Sonne richtig scheint, habe ich richtig dolle, ja, ja. Okay, ja, mein Sohn hat die auch. Ich liebe Sommersprossen irgendwie. Das ist schön. Cool. Macht das älter, so eine Krebstherapie? Dass du irgendwie das Gefühl hast? Nee, irgendwie nicht. Es ist ja wieder ein Teil von meinem Leben. Das muss jetzt bekämpft werden, erarbeitet werden. Nee, macht dich das erwachsener, findest du? Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, ja. Mir wurde ja Zeiten weggenommen, die ich ja für eigentlich andere Sachen machen konnte. Studieren können, mich weiterbilden, Demenzweiterbildung und was weiß ich alles, ne? Sag mir noch ein paar schöne. Da sieht man einen Partner mit der Mütze, die Adidas-Mütze. Ja, aber jetzt sieht er nicht mehr so aus. Aber ja, da ist er. Genau, da waren wir in Albanien auf einer Fähre. Da haben wir eine Rundreise durch Albanien gemacht, auch sehr interessantes Land. Mhm. Das war in Mazedonien. Da wieder im Bett mit Emma kuscheln, nach einer Operation. Da waren wir Silvester in Monaco. Also ihr seid viel gereist? Ja, wir reisen. Also wir leben unser Leben genießen wir. Also wir leben unser Leben richtig. Man sagt halt, wir sind so Ausbrecher. Kann man das so sagen? Also, absolut. Also, ja. Ich meine, man sagt ja, man soll jeden Tag leben, wie das wäre der letzte. Bei dir ist es ja, geht das Leben dann langsamer oder geht es schneller? Jetzt vor allem, jetzt gerade schneller, weil mir die Zeit irgendwie wegläuft, weil wir noch so viel zu machen müssen, tun müssen. Aber sonst, wenn man das Leben genießt, geht das langsamer. Aber schnell, nein. Krass. So, 1.6. So, und dann erzähl mal, was brauchen wir denn alles? Wir brauchen einen Hauptsponsor, 10.000 Euro, bauen einen Goldsponsor. Das ist übrigens, das hast du dir nicht erfunden, das sind so übliche Sponsorsachen, die man hat. Der Hauptsponsor kriegt Logos und was weiß ich alles, das ganze Auto wird wahrscheinlich beklebt. Dann könnte das auch ein Wohnmobilhersteller sein, der sagt, hey, komm, ich mach das. Wie groß sollte denn ein Wohnmobil sein? Weil ich meine, wir reden jetzt über Kastenwagen. Ach so, man kriegt auch was für 1.000 Euro. So, Unterstützer, Produktsponsor, Community-Sponsor. Also wir werden jetzt mal eins machen, das habe ich noch nie gemacht, ja. Wir werden das mal klären. Wann ist der Verein fertig? Der Verein wird heute noch zu Ende geschrieben, also diese Vereinssitzung. Ich habe 7 Leute zusammengefunden und dann geht er übermorgen zum Notar. Und dann geht er ja, weil er in Hamburg gegründet wird, dauert das ungefähr 3 Wochen, bis das hoffentlich durch ist. Also ich denke eher 4 Wochen, 5 Wochen. Du kennst die Power von der Community. Es gibt bei Google die Möglichkeit zu spenden. Also das gibt's, aber wir müssen das rechtlich einmal kurz prüfen lassen, weil, weißt ja, wie es ist, Finanzamt und keine Ahnung. Vielleicht können wir dir helfen, also dass wir das sehen. Also wie könnt ihr das ja mal drunter schreiben in den Kommentaren. Also wenn wir da eine Fundraising machen würden bei YouTube. Ich bin mal gespannt, was die Bild schreibt. Wie war das Interview bei der Bild? Nee, das habe ich erst am Sonntag. Wir sind ja zu dir hier gerade hergefahren und da hat die Bild uns angerufen. Okay. Und jetzt habe ich am Sonntag, kommt sie zu mir nach Hause und da bin eine Home Story. Ja, aber ich war nervöser, wo wir hier zu dir hergefahren sind. Ne? Warum denn? Weiß ich nicht, weil ich sonst immer nur so interviewt wurde und mit dir, du hältst hier die Kamera. Das klingt schon was anderes. Gemein, oder? Ja. Zeig mal hier. Ja, du wirst ja viele Videos machen, hast dich immer gefragt, welche Kamera ist die beste und so weiter. Das heißt, man wird viel Content von dir sehen. Sag mal, es gibt ja dann schöne Phasen. Das ist eine schöne Phase, genau. Ja. Da ging es mir gut. Da bin ich unerlaubt Auto gefahren. Ne? Ich liebe einfach Autofahren. Genau, das war so eine Mittelphase. Das auch, aber trotzdem den Tag schön genossen, mit einem Fotoshooting gemacht in Sonnenblümchen. Ne? Da waren wir wieder am Reisen, auch wieder in Mazedonien.
Da waren wir mit unserem alten Bike, waren wir in so einem Offroad-Park und dann sind wir leider da auch einmal umgekippt. Ne? Lagen wir auf der Seite, weil wir einen Berg nicht richtig hochgekommen sind. Also das ist so wieder so ein actionreicher Tag. Er lief danach? Ja, tatsächlich ja. Okay, cool. Genau, da hatte ich einen Arzttermin, da ging es mir tatsächlich nicht gut. Aber wir haben uns trotzdem getroffen in der Speicherstadt, sind einen Kaffee trinken gegangen. Da war ich vor 2 Wochen. Ist schön da, ne? Ja, ich bin oft in Hamburg, nächste Woche wieder. Ja, Cool. bist du zu der Speicherstadt, sehr schön. Genau, das war unser Jahrestag. Zeig mal Jahrestag nochmal. Boah, bist du romantisch, ramontisch, sagt meine Frau. Ja. Ja. Was liegt da unten? Das sind die ganzen Geschenke, oder? Genau. Okay. Er kriegt immer so Reisegutscheine oder so, ne? Oder da wollten wir letztes Jahr zum Militärmuseum in England. Vielleicht kennen das manche, das ist richtig. Haben die letztes Jahr Jubiläum gefeiert. Eigentlich wollten wir dieses Jahr da auch hin. Weil letztes Jahr haben wir es verpasst, weil ich die Reisenpässe verdödelt habe. Deswegen konnten wir leider da nicht hinfahren. Aber dieses Jahr wollten wir da hin, aber geht nicht, weil die Tour jetzt stattfindet. Sag mal, kriegen die was mit, die Hunde, wenn es ihr schlecht geht? Ja, Emma. Emma merkt das ganz schnell, wenn ich nicht mehr kann, wenn ich Schmerzen habe oder so, dann kommt sie zu mir, stupst mich so an oder springt auf mich rauf, kuschelt dann mit mir oder leckt mich. Eigentlich darf sie das gar nicht. Und dann lege ich mich mit ihr hin und dann drückt sie sich auch hier an meine Seite, wo ich Schmerzen habe, legt sie ihren Rücken hin und dann schlafe ich ganz doll. Ja, sie merkt das sehr. Und Teddy fängt langsam an, das zu merken. So, ich glaube, wir bleiben in Kontakt, Liebe. Ich habe direkt gesagt, du hast mich angeschrieben gestern Abend. Gestern Abend, wir wollten dich schon seit 3 Wochen anschreiben, aber immer ist da, oh ja, das sieht so ein Tag aus. Es regnet. Das sieht so ein Tag aus, wo ich Chemo mit Methadon nehme und dann völlig fertig aufwache. Ja, das machen wir mal schnell weiter. Genau, mein Mini war das. Das haben wir jetzt auch wegen der Tour verkauft. Das heißt, du steuerst auch alles, was du hast, auch mit dazu? Alles wird weg. Ich habe meine ganzen Klamotten schon aussortiert, weggeschmissen. Aber dann nehmen wir auch welche mit, wie Leggings oder so Hoodies. Finde ich aber gut. Das heißt, du verlässt dich nicht auf andere, sondern du selbst gibst alles, was du kannst, dabei. Alles kommt weg. Auch mein Fahrrad wird weggebracht, also verkauft, alles. Ich habe meine Backmaschine verkauft. Alles. Sag mal, es gab so YouTuber, wo ein YouTuber gestorben ist, Zwillinge, glaube ich. Ja. Oder 2 Brüder, Ja, weiß nicht mehr genau. Die Schwester im Flugzeugabsturz gestorben und der Zwillingsbruder auch an Lungenkrebs, glaube ich. Ich habe irgendwas und der hat dann, und das war so bewegend, muss ich sagen, und eigentlich ist dein Leiden stellvertretend für alle, die auch nicht gehört werden. Ich glaube, dass viele... Und deswegen mein Verein, ich möchte halt auch durch den Spendenaufruf, den wir seit dem 18.01. Gestartet haben, habe ich ganz viele Leute um Hilfe gefragt, ob die nur meinen GoFundMe-Link teilen können. Und ganz viele haben gesagt, nein, machen wir nicht, nur wenn es um Kinder geht. Ich liebe Kinder, ich will selbst keine haben. Also nochmal, auch in den Videos werden die Kinder vorkommen, ich meine, die müssen ja da rein, die müssen gezeigt werden, oder? Kinder und junge Erwachsene. Und auch wie du du hast doch auch dein Leben noch vor dir und auch du sollst gehört werden. Wenn Ich bin ein alter Sack, 55. Trotzdem hast du doch noch Zeit zum Leben, oder nicht? Ja, na klar, ich hoffe. Also Genau, da waren wir spazieren mit den Beinen an den Landungsbrücken. Da beim Harz. Kenne ich, Brocken. Genau, das ist ein Café in Hamburg. Das ist ein sehr schönes Café. Da waren wir waren letztes Jahr in Amerika, haben eine Rundreise gemacht an der Westküste. Da waren wir beim Grand Canyon. Genau, so ein Bild wollte ich schon immer mal haben. Vanessa, ich muss los. Wir werden auf jeden Fall Schalten machen. Kam schon ein bisschen Geld rein? Ja, knapp 12.000 Euro haben wir jetzt. Aber das geht halt jetzt schon durch den Visas anträgen, Impfungen und was man alles gerade schon braucht. Das heißt, du machst schon mal die Visas, du sagst, das wird stattfinden, mich hält keiner auf. Alle außer das Visum von China. Das noch nicht. Okay, verstehe ich. So, es gibt eine Medienstrategie, Social-Media-Plattformen und. Wir werden, denke ich mir, regelmäßig über die Reise berichten. Also so eine Sache verdient Aufmerksamkeit. Ich bin so stolz auf dich, dass du das machst. Wurde ja viel auch mit Krebs. Du kennst den einen, der eine Show gemacht hat, der für eine Computerfirma, der gesagt hat, er hätte Krebs gehabt. Also da gab es jemanden, der betrogen hat und so weiter. Ich glaube, das macht der Sache einen Bärendienst. Also wenn die Leute da umgehen und da Geld sammeln, bei dir geht es ganz klar, Fokus ist, Kinderstationen zu besuchen.
Krebsstationen und junge Erwachsene. Also du weißt ja nicht, in Usbekistan weißt du ja nicht, ob da zum Beispiel eine Krebsstation ist, die nur mit Kindern sind. Da kann ja auch alles sein und denen wollen wir halt allen was Schönes geben. Ob das kleine Teddys sind, Armbänder, Mützen oder sowas oder Süßigkeiten. Hast du eine Webseite, die man sagen kann? Bei Insta, YouTube heiße ich überall Expedition Hoffnung. Die Webseite wird gerade noch erstellt. Ich zeige das mal. Wenn du mal gerade mal, ich habe beide Arme immer voll. Wenn du mal gerade scrollst auf Expedition Hoffnung, dann können wir das mal zeigen. Das ist uns mein tolles Handy. Expedition Hoffnung. Das heißt, wenn ich das eingebe, komme ich auf die Seite. Ich selber mache dann nochmal in die Shownotes, schreibe ich dann nochmal einen Link rein, mache das Ganze fertig. Es gibt dort auch eine Webseite oder kommt die noch? Die ist gerade in dem Babyalter, sage ich mal. Weil wir haben leider noch keinen gefunden. Also wir können es, aber wir schaffen es leider gerade. Vanessa, 1.6. So viel sage ich nur. Heute ist der 10.4. Ist das so? Guck mal, 10.4. Ich glaube ja. Danke, dass du gekommen bist, das auf dich genommen hat. Dein Freund hat dich gefahren. Ja. Er hat auch gesagt, wir kommen gleich. Hättest du gedacht, dass es so schnell geht? Nein, ich habe gedacht, du sagst so, ja, machen wir in einer Woche, 2 Wochen, 3 Wochen oder wir telefonieren nur. Nee, wir haben ja keine Zeit zu verlieren, genau. Wir beide. Das ist so. Übrigens ganz wichtig, Krebs ist nicht ansteckend. Also die Leute, man kann die in den Arm nehmen, man kann die drücken, man kann die... Kann man machen mit mir. Ja, das ist ganz wichtig. Also es ist ja immer so gewesen, also ich bin ein Kind der Ende 60er, kannst du dir vorstellen, da war immer, wenn einer im Rollstuhl saß und so, da wurde das anders behandelt. Fühlst du dich manchmal so als aussätzig, dass Leute dann sagen, hier guck mal, die hat ja Krebs? Ja, so als Kranke. Ja, ich bin krank, aber ich habe doch trotzdem noch ein Leben. Und trotzdem kann man mich normal behandeln. Jeden kann man normal behandeln, egal wie krank man ist. Also, Expedition Hoffnung. Ist da auch, kann man da schon spenden? Ist da irgendwie, ja kann man. Ja, wir haben den GoFundMe-Link und im GoFundMe-Link ist sogar meine Bankdaten. Erklär das mal, was das ist. GoFundMe-Link ist eine Spenden-Webseite. Habe ich auch so. Wie wird denn das geschrieben? GoFund und dann me. GoFundMe. GoFundMe. Ja. Oh, GoFundMe, ja, die kenne ich, ja. Ja, guck. GoFundMe. Also gofund.me. Okay, alles klar. Nee, ja, ich lasse das vielleicht nicht so raushängen. Ich bin der halbe Amerikaner. Ja, dann kennst du das doch bestimmt. Nein, kenne ich nicht, weil ich bin ja mit 5 Jahren hierher gekommen nach Deutschland und dann. Aber die Seite kommt von Amerika. Aber ja, aber unter wie hast du es genannt auf Deutsch? GoFundMe. Ja, so kann es keiner. Also GoFundMe. Und da gibt es eine Seite, gibt es einen Link drauf, den werde ich mit einbauen. Da könnt ihr schon mal was machen und ich hoffe, dass deine Kohle zusammenkommt und dass das Öffentlichkeit kriegt. Ich bin mal echt gespannt, was dann die Bild der Frau? Bild der Frau kommt am 19.04. raus. 19.04. Ja, also Freitag in einer Woche und am Sonntag habe ich ein Interview mit der Bild. Ja. Ja, dann vielen, vielen Dank. Schön, dass du zuerst zu mir gekommen bist. Das ist so. Aber ich glaube, wir werden dich mit dem Wohnmobil tatsächlich nach Japan schicken, über die ganze Seidenstraße mit allem drum und dran. Musst du auch, ist das immer Landweg oder ist da auch mal eine Fähre? Einmal eine Fähre von China nach Südkorea und dann von Südkorea nach Japan, also zweimal, ne? Weil Nordkorea können wir ja leider nicht reinfahren, ne? Ja, und ja gut, man muss ja sagen, Japan ist ja eine Insel, 1000 Inseln, glaube ich. Und da kommst du eh noch mit der Fähre hin genau. oder fliegen. Nee. So, dann vielen, vielen Dank. Zeig mal die beiden nochmal. Da sind sie, das sind die Öhrchen, wenn dir alles zu viel wird. Und ich finde auch deine Schuhe, finde ich. Da bist du auf jeden Fall in Japan jetzt schon gut aufgehoben. Ja, die nehme ich mit. Die nimmst du mit, also ja. Die werden nicht aussortiert, weil die noch sogar warm sind. Also die nehme ich mit. Und genau. So. Vielen, vielen Dank, Vanessa. Du bist jetzt 32. Ich hoffe, du wirst noch mindestens 92. Also vielleicht kommt ja irgendwas. Mal, ne? Da kommen wir nochmal. Und ich habe noch eine Frage. Sag mal, da kommen immer Meldungen, neues Krebsmittel gefunden und so. Wie nimmst du sowas auf, wenn sowas kommt? Ich werde es probieren. Ja. Ich habe jetzt eine Studie von Bekannten, von meinem Freund bekommen in der Schweiz. Und da habe ich mich tatsächlich zu angemeldet. Ne? Auch wenn es Geld kostet. Aber jede Hoffnung nehmen, ne? Vanessa, viel Erfolg. Wir bleiben dran an der Geschichte und damit du auch in Japan dann so aussehen wirst, die stehen übrigens auch auf Amerikaner. Ist so dass wir das sehen. Also ich habe das, also du kommst da, also es ist übrigens das höflichste Land. Das stimmt. Das sauberste Land, also da können sich viele eine Scheibe abschneiden. Gut, ist auch das Land, wo die Leute am meisten arbeiten. Ja, also und der größte
Berg, der seit 300 Jahren nicht explodiert ist. Ne? Tschüss, Vanessa. Tschüss, mach's gut. Viel Erfolg.